Seit meiner Jugendzeit weiß ich, dass es meine Berufung ist, Gott mit Musik zu dienen. Das hat mich in die USA und nach England geführt, wo ich Songwriting tatsächlich studiert habe. Als ich dann nach Deutschland zurückkam, entstanden zunächst einige Lieder, die auch in meiner Gemeinde und Jugendgruppe gerne gesungen wurden. Aber mit jedem Jahr, das verging, entstanden immer weniger Lieder. Irgendwie gab es immer dringendere oder scheinbar wichtigere Dinge, die getan werden mussten, und jeder Versuch, ein neues Lied zu schreiben, brauchte mehr Anlauf. Dazu kam die Erkenntnis, dass auch die Lieder, die ich geschrieben hatte, kaum mehr Menschen als mein direktes Umfeld erreichen würden, wenn sie nicht hochwertig produziert und veröffentlicht werden würden. Dazu müsste Geld investiert werden, das ich nicht hatte, ohne letztendlich die Aussicht zu haben, am Ende überhaupt die Kosten decken zu können. Dieser Konflikt setzte mir immer mehr zu und fand seinen Höhepunkt im November 2019 in einer Gebetszeit irgendwo im Wald, wo ich Gott all meinen Frust über diesen Zustand klagte. Und wie eine Antwort reifte in mir in den darauffolgenden Tagen eine Idee, die zum ersten Mal versprach, beides zu tun, den nötigen Ansporn und auch die nötigen finanziellen Mittel für diesen Weg bereitzustellen. Ich sprach eine Reihe von Menschen in meinem engeren Umfeld an und bot ihnen eine Wette an. Ich würde ein Jahr lang, alle 14 Tage, ein neues Lied schreiben. Und wenn sie sich darauf einlassen wollten, sollten sie selbst sagen, welchen Betrag sie für jedes entstandene Lied zu geben bereit wären. In den nächsten Monaten taten sich für mich damit ganz neue Wege auf. Der Ansporn fruchtete, und nur ganz selten konnte ich meine Wette nicht einhalten. Und plötzlich stand mir Geld zur Verfügung, das ich in die Produktion und die Veröffentlichung der entstandenen Lieder investieren konnte. Sogar neues Equipment konnte ich besorgen. Es war ein Jahr des Neudenkens und Ausprobierens. Wie könnte dieser Weg nach Ende der Wette weitergehen? Einige Ideen konnte ich sofort erfolgreich umsetzen, andere mussten wieder verworfen oder neu gedacht werden. Zu den Songs kamen wöchentliche YouTube-Videos und andere Dinge dazu. Und jedes brauchte für sich Zeit und Pflege, um seinen Platz zu finden. Zum Ende dieses Jahres ist die Wette abgeschlossen. Aber für mich ist das erst der Anfang. Für mich hat sich ein Weg aufgetan, den ich auch in Zukunft gehen möchte, um neue Lieder zu schreiben und damit anderen Menschen zum Segen zu werden. Und es hat sich ein Weg aufgetan, an dem ihr teilhaben könnt. Ich habe in diesem Jahr eine Community von Menschen gewonnen, die hinter dieser Arbeit stehen und die ich nicht mehr missen möchte. Menschen, denen es genauso wie mir wichtig ist, dass neue deutsche christliche Lieder entstehen. Dich lade ich ein, Teil dieser neuen Song-Community zu werden. Egal, ob du selber Songwriter, Musiker oder ganz unmusikalisch bist. Den Mitgliedsbeitrag darfst du selbst wählen. Gib so viel, wie es dir wert ist. Als Teil der Song-Community kriegst du von mir im Regelfall alle 14 Tage ein neues Lied zu hören und darfst mit deinem Feedback Einfluss darauf nehmen, was aus diesen Liedern noch wird. Für alle Lieder stehen Akkordblätter zum Download bereit. Und wenn du gerne auch die Rückmeldungen anderer auf die Lieder hören möchtest, dann kannst du auch unserer Song-Community WhatsApp-Gruppe beitreten. Diese Community ist der Kern meiner musikalischen Arbeit und macht all das hier, inklusive diesem YouTube-Kanal, erst möglich. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Wenn du also den Entschluss gefasst hast, mit einzusteigen, oder wenn du dich erst einmal in Ruhe damit befassen möchtest, dann geh im Internet auf meine Webseite www.matthias-jäger.de/song-community. Den Link findest du auch unter diesem Video. Dort wird alles im Detail erklärt. Dort kannst du eine Song-Community-Mitgliedschaft abschließen und dort kannst du auch Kontakt mit mir aufnehmen, wenn du Fragen hast.